Hallo zusammen. Mein heutiges Thema ist die Immobilien GmbH-Besteuerung. 15% bzw. bei Gewinnausschüttung bummelig 35%. Das ist wirklich niedrig. Ein guter Ansatz für zukünftige und neue Immobilien. Für die bestehenden Jahre muss man gestalten über möglicherweise 10 Jahren. Details bespreche ich mit Tietje. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Moin Thomas, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Heute geht es um die Immobilien GmbH und da kommt diese magische Zahl 15% Besteuerung, die da aufploppt. Klingt gut, hätte ich auch gern. Ja, wer nicht und ist auch in Ordnung. Das ist also wirklich eine tolle Sache. Wenn du Immobilienvermögen hast, muss eigenes Immobilienvermögen sein, dann kannst du auf die Gewinne nur 15% Körperschaftssteuer bezahlen, weil die Gewerbesteuer wegfällt. Allerdings, man muss noch dazu sagen, ist so die halbe Wahrheit, wenn du ausschütten wolltest, weißt du ja, musst du noch die Ausschüttungsbesteuerung von 25% haben. Allerdings ja nur auf die 85%, bla bla bla, du liegst bei 35, 36%. Steuer ist immer noch gut, also wenn du 42% Einkommensteuersatz hast. Ne? Aber du hast gesagt im Vorgespräch, es ist schwierig bei bestehenden Immobilien, die in eine GmbH zu bringen. Ja, genau. Es ist schwierig, weil du musst dann Grunderwerbsteuer bezahlen. Vielleicht hast du Darlehen, Vorfälligkeitsentschädigung. Und wenn du die selber noch keine 10 Jahre hältst und vermietet hast, dann hast du sogar auch noch eine Veräußerungs-Spekulationsbesteuerung bei dir privat. Und es spielt aber übrigens auch keine Rolle, ob du es einlegst, ob du es tauschst gegen Gewährung von Anteilen oder ob du an deine Gesellschaft, an deine GmbH verkaufst. Es hat immer dieselben steuerlichen Wirkungen, also die ich eben gesagt habe. Das muss man bedenken und das ist ja nicht vorteilhaft, sondern da musst du ja erstmal Steuern dafür bezahlen, dass es da reinkommt. Ja, dann wird das ein Rechenbeispiel. Ne? Pure Mathematik. Pure Mathematik. Anders verhält es sich allerdings bei der Neuanschaffung von Immobilien. Da kann es durchaus sinnvoll sein, eine GmbH zu gründen. Ja. Und dann eine Immobilie zu kaufen. Genau, macht Sinn, wenn du einen hohen privaten Steuersatz hast aus anderen Einkunftsquellen, kann natürlich alles sein, nicht selbstständige Arbeit, Gewerbebetrieb, keine Ahnung. Und du hast Immobilien, willst die kaufen und du weißt auch, ich mache damit auch 20, 30, 40.000 Euro Gewinn oder vielleicht, ich habe jetzt einen Fall mit 270.000 Euro Gewinn. Wenn du so viel Geld hast und du willst so viel anschaffen, du weißt, du machst diese Gewinne, du sagst, ich möchte das aber nicht mit meinem persönlichen Steuersatz versteuern, weil der wird ja nicht besser. Klar. Der wird ja nur noch höher, ne? Geht ja bis 45% dann nachher, wenn du Pech hast oder wenn du Glück hast. Ne? Muss man immer so oder so sehen. Und du sagst, aber ich möchte gerne das ganze Geld, was ich an der Steuer spare, auch reinvestieren in neue Immobilien. Ja, dann bietet sich das natürlich an. Du gründest eine GmbH, damit gilt das Trennungsprinzip, es ist verkapselt. Du musst natürlich Geld von draußen reingeben in die GmbH, weil du musst ja das Geld haben, um die Immobilie zu kaufen. Oder nimmt das Darlehen auf, du gibst das Eigenkapital von draußen hin. Aber dann findet der Kauf über die GmbH statt. Das heißt, auch die Gewinne aus dieser Immobilie sind nachher GmbH-Gewinne. Und dann hast du nur 15% Besteuerung. Ja, mit Neuanschaffungen zukünftigen könnte das für dich ein super Konzept sein. Es muss aber in deine Gesamtkonstruktion passen. Ne? Also man kann es nicht per se sagen. Ne? Also ist es bei bestehenden Immobilien auf keinen Fall so, dass man einfach eine GmbH gründet und dann da die Immobilien irgendwie überträgt. Da braucht es schon eine intensivere Beratung, die du ja auch bietest. Absolut. Es ist genau das. Also das, was ich eben schon mal sagte, du hast ja auf jeden Fall vielleicht eine Vorfälligkeitsentschädigung, eine private Veräußerungsbesteuerung, diese Spekulationssteuer. Aber es gibt auch andere Fälle, die haben ihre Immobilien schon in einer sogenannten Familienvermögensgesellschaft, meistens Personenhandelsgesellschaften wie OHG oder UG und KKG, GmbH und KKG. Und wenn die da zum Beispiel drin sind und auch schon länger als 10 Jahre, und ob mit oder ohne Darlehen, ist quasi egal, die kann ich grunderwerbsteuerfrei umwandeln in eine GmbH. So, und dann bin ich ja sofort in der Ziellösung mit 15%. Ne? So, und dann hast du noch andere Fälle, ja, ich meine, mit der Mathematik, was du eben sagtest. Also, wenn du eine Privatperson hast und sie hat Immobilien, ich habe jetzt einen Fall mit 100 Immobilien und auf die 100 Immobilien macht er diese 270.000 Euro Gewinn. Ja, dann kann man natürlich sagen, 270.000 zu 45%, das ist auch ein Alleinstehender, 45% zu 15% in der GmbH sind 30% Ersparnis laufend. 30% auf 270.000 Euro, da sind wir schon mal bei mindestens 75.000 Euro, ist ein bisschen mehr sogar.
Das heißt, in 10 Jahren habe ich 750.000 € rausgeholt. Jetzt gucke ich auf der anderen Seite, was sind die Marktwerte, darauf die Grunderwerbsteuer, 6,25% oder 4,5% oder 6,5%, kommt darauf an, wo die Immobilien liegen. Da kann man sich aber schlau machen, rechnet die Grunderwerbsteuer aus. Und dann sieht man, wie viele Jahre brauche ich eigentlich mit den 75.000 € Ersparnis, um die Grunderwerbsteuer reinzuholen. Und liege ich unter 10 Jahren, machen. Klar. Ne? Jedes Jahr unter 10 Jahren ist ein Plus. Ne? Und so kann es also doch für eine bestehende Immobilie Sinn machen, aber es ist Mathematik. Oder wenn du schon eine Personenhandelsgesellschaft hast, dann muss es nur die richtige Rechtsform sein und dann brauchst du auch meine Beratung. Aber dann ist es relativ einfach. Aber trotzdem Vorsicht bei einer bestehenden GmbH. Ich kann jetzt nicht einfach eine Immobilie in eine bestehende GmbH oder aus einer bestehenden GmbH heraus anschaffen. Denn diese GmbH muss beschränkt sein auf Immobilien? Genau, also jein. Es ist so, um an die 15% zu kommen, musst du eine reine Vermögensverwaltungsgesellschaft sein. Und die darf sowohl Immobilien haben als auch Kapitalvermögen oder Beteiligung. Aber die 15%, also dein Gesamtgewinn, wird gesplittet in, das ist der Anteil für Immobilien, darauf kriegst du die 15%, auf deine Kapitalerträge hast du dann trotzdem die 30%. Ja. Hast du aber etwas mehr als eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, und das kann eine Kleinigkeit sein, dann ist alles infiziert, dann gibt es auch die Gewerbesteuerpflicht wieder zurück für die Immobilienerträge, dann musst du auf alles 30% bezahlen. Plus natürlich die Ausschüttungsbesteuerung von 25%. Ne? Ja. Also wie gesagt, um deine Frage zu beantworten, du darfst noch Kapitalvermögen haben, das ist aber nicht mit 15%, sondern mit 30% zu besteuern. Aber du hast auf der anderen Seite die Immobilienerträge dann mit 15% musst du nur besteuern. Ja. Verstehe. Also kann man es einigermaßen runterbrechen auf Anschaffung einer neuen Immobilie, vorher eine GmbH gründen, bestehende Immobilie, keine GmbH gründen, beziehungsweise nicht in eine bestehende einbringen. Ja, zumindest nicht einfach so und pauschal sagen, oh, das ist ja toll, um dann an die 15% zu kommen. Man hat zwar die 15%, aber man hat eben auch die ganzen Einbringungskosten, Grunderwerbsteuer eventuell, ne, und Notarkosten. Und das sollte man durchrechnen. Ne. Wie gesagt, in meinem Beispiel mit den 100 Immobilien hat sich das gerechnet, das zu machen, trotz Grunderwerbsteuer, trotz Notar. Aber da muss auch entsprechend die Einkommensteuerersparnis da sein. Ne. Also und sonst 10-Jahresplan. Entschuldigung. Taschenrechner mitnehmen, Termin mit dir machen, sich beraten lassen, ja. Und dann läuft's. Das bietet sich an. Ne? Ja, das stimmt genau. Und alternativ zu dem langfristigen Plan habe ich auch für Einkommensgrößen von 300.000 und mehr die Möglichkeit, über eine effiziente Gesellschaftsstruktur sofort und grunderwerbsteuerfrei nur eine Besteuerung von 18% herbeizuführen. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, abonnieren Sie bitte meinen Kanal. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.